Herr von Karajan, mir ist aufgefallen, dass Sie nicht nur, was bei einem Dirigenten nahelege, daran interessiert sind, wie man Musik macht, sondern vor allen Dingen fast, wie man Musik hört. Und zwar nicht nur, wie die Zuhörer Musik hören, sondern auch, wie man Musik, ich möchte fast sagen, erlebt. Was ist der Grund dafür? Ja, das ist ein Themenkomplex, der mich schon lange Zeit beschäftigt. Und wir haben jetzt zum Beispiel in der Stiftung, haben wir bei den Symposien immer wieder die Mitarbeiter, also vor allem die Vorträge hielten, gebeten, uns möglichst über dieses Thema zu sagen, von der rein physiologischen Hörvermögen aus bis zu den psychischen Auswirkungen. Und da sieht man, dass doch eigentlich es fast ein Zeichen der Zeit ist, dass sich das Musikhören zu seiner bestimmten Zeit in einer völlig anderen Richtung bewegt als zu einer anderen. Ich erinnere mich zum Beispiel genau, dass, wie ich jung war und studiert habe, war doch eigentlich sehr viel verbunden mit dem Musikhören, speziell im symphonischen Gebiet. Das Vorstellen von Bildern. Es gab damals ein paar, wollen wir sagen, gemeingültige Führer durch den Konzertsaal, durch die Konzertsäle und das heißt Erklärungen über die betreffenden Werke, und die gründet sich doch eigentlich immer auf bildliche Vorstellungen, romantische Vorstellungen von Wald und Natur und Rittern und was weiß ich, speziell bei dem Werk von Bruckner. Und ich stelle heute fest, also nicht nur an mir, sondern an vielen, vor allem jungen Menschen, dass sich diese Vorstellung grundlegend gewandelt hat und eigentlich die heutige Jugendmusik hört als Hörerlebnis, als Ausdruck einer inneren, einer geistigen Dynamik, aber überhaupt nicht mehr mit Vorstellungen verbindet, die also rein bildlicher Natur sind. Sie wissen, ich arbeite jetzt an einem Buch über natürlicherweise meine Profession. Und da wird das ein wirkliches Hauptkapitel werden, weil man über viele Dinge natürlich erst schlüssig werden muss, nicht nur von seinem eigenen Standpunkt aus, sondern wie es vor allem das Publikum sieht, wie es ein Orchester empfindet. Und ich frage ja eigentlich immer wieder, wenn ich mit Menschen zusammenkomme, die sich interessiert, was sie dabei empfinden, ob sie eine reine sensible Hörvorstellungen haben oder ob sie es teilweise auch noch mit anderen komplexen, vor allem psychologischen Problemen irgendwie zusammenbringen. Ja, Sie fragen andere Menschen, Sie fragen aber auch sich selbst sozusagen, soweit so etwas möglich ist. Ja, sicher. Es ist natürlich nur die Art, wie sich jemand ausdrücken kann. Sehen Sie, ich will Ihnen ein Beispiel geben. Vor vielen Jahren war ich einmal in Italien auf der Insel Stromboli. Und damals war so eigentlich die Zeit, wo gerade sich die Computer entwickelten. Und ich wurde von Freunden auf jemanden aufmerksam gemacht, der da unten arbeitete, weil er allein sein wollte. Und der hat sich also mit dem Komplex befasst und musste sich befassen bei der Entwicklung der Computer. Wie wird eine Sache definiert? Und das war also so, dass ich nach 2 Tagen bin ich abgereist, weil ich diesem Inquisition nicht mehr standgewachsen bin. Der hat bei jeder Sache gesagt, wenn man gesagt hat, eine Flasche, sagt, was verstehen Sie unter einer Flasche? Sag ich, gut, die ist grün und die ist oben eng und wird dann weiter und so weiter. Und da musste jede Sache, hat er immer einzeln analysiert. Und zum Beispiel, hier kommen 2 Menschen. Sagt er, warum 2 Menschen? Sie sehen, dass es ein Mann oder eine Frau ist. Sag ich, ja, das kann ich erst dann sehen, wenn die nahe genug gekommen sind. Vorher sind es 2 Menschen. Also, und genau so fange ich an, jetzt Menschen zu fragen, wie hören sie Musik? Das heißt, wie dringt einfach die reine der Schalleindruck so auf sie zu, dass es ihnen irgendetwas anderes gibt? Sehen Sie, ein Konzert, wenn Sie so wollen, ist doch eigentlich eine sehr komplexe Angelegenheit. Es entsteht aus einer geistigen Idee und endet ja zum Schluss wieder im Hörer, wieder in einer geistigen Idee. Was dazwischen kommt, ist natürlich ein Weg, den man sich normalerweise gar nicht klar macht. Es ist das Umsetzen einer geistigen Idee in eine musikalische Form, in einen musikalischen Ausdrucksstil. Und wenn das im Geiste des Komponisten fertig ist, kommt ja das sehr schwierige Thema der Übersetzung für den anderen. Unsere Notenschrift ist ja bestenfalls eine Andeutung, denn es ist ja nichts genau fixiert. Wenn Sie zum Beispiel davon ausgehen, dass wir die normale temperierte Stimmung akzeptieren,
dann ist sozusagen die Notenhöhe ziemlich klar definierbar. Ja. Alles andere sind ja schon nur mehr Andeutungen. Das heißt, die Kürze oder der Länge der Noten. Eine halbe Note ist nicht immer eine halbe Note in der Interpretation. Es ist die Frage des Rhythmus. Sie haben einen gewissen Rhythmus, der ist aber variabel nach verschiedenen Seiten. Und gar wenn es zum Beispiel auf die Dynamik geht, Crescendo, Decrescendo, ja, was ist ein Forte? Da sagt man normalerweise, ja, also der ist werktreu und der spielt ein Forte wie ein Forte. Was ein Forte? In wie viel Dezibel wird das gemessen? In dieselbe Stärke in einem verschiedenen Saal gibt einen völlig anderen Eindruck. Und Fortepiano, alle diese ganz feinen Nuancierungen sind ungeheuer kompliziert. Ein Accelerando, es ist ja nicht gesagt, von welchem Tempo es zu welchem Tempo in welcher Zeit kommen muss. Es gibt Crescendi, die viel besser sind, wenn sie früher anfangen und später nur mehr ganz wenig dazugeben. Andere brauchen wieder eine dynamische Steigerung im letzten Moment. Das ist alles in den Noten nur angedeutet. Und da sagt man sich natürlich, wieso kommt man oder wieso kann man jemals glauben und hoffen, den Intentionen eines Komponisten gerecht zu werden? Sehen Sie, wir wissen ganz genau von der letzten Generation, mit denen wir alle noch Kontakt gehabt haben, zum Beispiel Richard Strauss. Es gibt in vielen seiner Kompositionen, gibt es Stellen, die in der Partitur eigentlich das Gegenteil darstellen, was er gewollt hat, was wir ganz genau wissen, weil es uns selbst gesagt hat. Aber bei älteren Komponisten kann man das natürlich nicht wissen. Kann man es nicht sagen. Ich meine, denn schon die Tradition einer Tradition, das heißt die Überlieferung aus zweiten und dritten Mund, ist ja schon eine Färbung. Es ist natürlicherweise die Frage, gibt es überhaupt eine objektive Darstellung? Ich glaube es nicht. Sie glauben es nicht? Nein, es ist einfach schlechterdings nicht möglich. Schauen Sie, gibt es eine objektive Darstellung irgendeines Zeitereignisses von zu gleicher Zeit 4 Menschen? Sie wissen doch genau, dass wenn ein Unglück passiert, sehen es 5 Menschen in einem völlig anderen Licht, der eine wie der andere. Und ich glaube, es ist gar nicht zu hoffen, denn schon der persönliche Eindruck des Einzelnen macht ja schon eine Veränderung. Es ist wie Werner Heisenberg das einmal so gut gesagt hat, wie man den Eindruck von etwas bekommen kann, das man beobachtet, das Anlegen einer Apparatur an etwas beeinflusst ja schon den zu beobachtenden Gegenstand, sei es ein Atom oder ein Molekül oder was es ist, in einer Weise, dass es ja schon nicht mehr dasselbe Unveränderte darstellt. Es ist so, wie wenn Sie einen Schneekristall in der Luft sehen, im Moment, wo es auf die Hand kommt, und Sie es beobachten können, ist durch die Einwirkung der Hitze das Kristall ja weitgehend verändert. Das würde doch aber bedeuten, dass so ein Begriff, wie Sie ihn vorhin gebraucht haben, wie Werktreue, dass er eigentlich ein Widerspruch in sich selbst ist, dass es ihn gar nicht geben kann. Er ist ein Widerspruch in sich selbst. Und ich glaube nur eines, die wirklich intensive Beschäftigung mit einem Werk, sehen Sie, es wird manchmal über den Wert und über den Unwert des Auswendigdirigierens darüber diskutiert. Ich glaube, es hat schon einen ganz großen Vorteil. Das heißt, dass man sich so genau mit dem Werk befassen muss, dass man Stunden und Stunden braucht, um es in sich sozusagen hineinzubekommen. Und die Zeit, glaube ich, ist das, was einem mit dem Werk oder mit den hintergründigen Ideen des Werkes so verbindet, dass man irgendwo den rein spirituellen Kontakt dazu bekommt. Also es gibt ja in vielen, gerade in ostasiatischen Philosophien oder Lebenshaltungen, wie Sie wollen, doch immer wieder den Satz, dass ein Gedanke, der einmal mit großer Stärke und mit Intensität gedacht ist, eigentlich in der ganzen Welt nie mehr zugrunde geht und immer ständig lebt. Und ich glaube, das ist schon ein sehr wesentliches Merkmal dieser Dinge, dass man mit diesen Gedanken sich in einen gewissen Rapport setzt und infolgedessen dann wahrscheinlich besser weiß, was gedacht ist, als wenn man es einfach liest. Das wäre also ein immer tieferes Eindringen in der Beschäftigung mit dem Werk, das aber letztlich immer doch zu einer letztlich subjektiven Deutung des Werks führt. Ja, also gut, subjektiv vor allem nicht bewusst und nicht gewollt. Ganz klar, dass es subjektiv ist, haben wir ja festgestellt. Ja. Aber man sagen subjektiv, objektiv. Nur, dass man sagt, das ist der Wille des Komponisten, das kann es nicht geben. Sehen Sie, es kommt da etwas anderes dazu. Und am meisten gerade bei den Orchesterstücken, also wo man ja wieder
in Kontakt mit einem Orchester steht, also mit einem lebendigen. Auch das ist ja nicht das Gleiche. Es wird Ihnen nicht gelingen, dieselbe Interpretation mit zwei verschiedenen Orchestern herbeizuführen. Gelingt sie mit einem Orchester denn, dieselbe Interpretation? Ja, das auf jeden Fall. Ja. Ich meine, mit der langen Arbeit, sicher, nur wenn Sie versuchen, das auf ein anderes Orchester zu pflanzen, wird es wahrscheinlich nicht möglich sein. Denn sehen Sie, es kommt ja noch dazu, dass bei den Proben, die ja zuerst rein technischer Natur sind. Es gilt darum, also jede Note so gut wie möglich zu spielen und den Ablauf zu sorgen. Es gibt dann Dinge, die man in sich selbst gar nicht erarbeiten kann, sondern wozu es den Kontakt mit dem Orchester braucht. Ich habe in meinem Buch ein Kapitel über die Proben und da frage ich Folgendes: Wenn man einen Dirigent, ein Orchester und einen Manager fragt, wozu sind Proben da, wird der Dirigent sagen, natürlich, selbstverständlich, damit Leute meine Meinung kennenlernen. Ein Orchester wird normalerweise sagen, damit der Dirigent bei uns die Partitur lernt. Und der Manager wird sagen, damit beide für mein Geld nicht spazieren gehen, sondern arbeiten. Nicht? Wer hat recht? Wahrscheinlich alle drei. Und zwar, natürlicherweise muss ich einem Orchester zum Beispiel ein neues Stück erklären und dann in vielen, teilweise einzelnen oder Proben von Sektoren, dann langsam zusammen das herstellen, damit ein gewisses Verständnis und ein Klangsinn und alles entwickelt wird. Aber ich weiß ganz genau, und ich setze natürlich immer voraus beim Dirigenten, dass er wirklich die Partitur genau kennt, dass selbst die genaueste Kenntnis einer Partitur noch nicht das ausmacht, was zum Schluss der lebendige Kontakt ist. Und dazu braucht es den anderen Partner. Das ist nicht, dass jemand kommandiert und der andere genau das tut, sondern im Zusammenarbeiten kommt diese Dinge heraus, die man, ja, wie soll ich Ihnen das sagen, wirklich mit dem eigentlich wortwörtlichsten Bedeutung in den Griff bekommen muss. Weil Sie fühlen manche Sachen nur, wie wenn sie sich anrühren würden. Wenn ich eine Skulptur sehe, ist es nicht dasselbe, wie wenn ich sie abtaste, ihre Konturen nehme und so zu dem Formgefühl komme. Das Formgefühl ist ja auch das hauptsächlich, was man in der Musik empfindet. Und da sieht man ganz genau, dass erst nach vielen Malen, wenn man ein neues Stück spielt, kommt dann das heraus, wo man spürt, es muss so sein. Man macht einen Übergang zum Beispiel oder ein Ridardando viel zu abrupt. Und langsam kommt es, dass man weiß, wo muss man die Hand anlegen und wo trägt sich ein Werk eigentlich aus sich selbst heraus. Es ist eine sehr subtile Sache, die auch sehr schwer zu beschreiben ist. Aber wenn man dann drauf kommt, dann plötzlich glaubt man wirklich den Zugang gefunden zu haben und zu der Art, wie man dieser Sache gerecht wird. Und das braucht ganz einfach Zeit. Das muss ausreifen wie jedes andere sein. Ja, das braucht ja offenbar nicht nur Probenzeit, sondern das ist doch ein langer geistiger Prozess der Annäherung an ein Werk, der ja unter Umständen wohl ein Leben lang dauern kann. Der dauert ganz bestimmt. Wahrscheinlich ist ein Leben nicht genug. Das ist ja das, was mich an die Möglichkeit eines zweiten und dritten Lebens wirklich glauben lässt, weil ich glaube, in diesem Beruf ist ein Leben ein Bruchteil von dem, was man damit leisten könnte, wenn man das sagt, es ist eine erste Vorbereitung. Ich komme nochmal zurück, was ich sagte, ob es mit einem Orchester zu leisten ist, gewiss ein Höchstmaß von Präzision. Aber ist das sehr laienhaft ausgedrückt, wenn ich mich frage oder Sie frage, ob nicht doch jedes Orchester, auch unter dem gleichen Dirigenten, auch wenn Sie, wie etwa in Ihrem Falle Sie mit den Berliner Philharmonikern nun schon Jahrzehnte zusammenspielen, ob nicht doch jedes Stück bei jeder Aufführung doch vielleicht nur in Winzigkeiten doch anders. Ja, sicher. Das ist ganz bestimmt. Und es ist darin wirklich nur wahrscheinlich ein Spiegel ihrer eigenen Entwicklung. Es ist genauso, wie wenn man Stücke, die man eine längere Zeit hat liegen lassen, wieder aufnimmt. Ich glaube, an nichts wird man so genau den Unterschied in der verflossenen Zeit gewahr wie an dieser Tatsache. Es gibt Stücke, die ich vielleicht nicht 10 Jahre und 15 Jahre nicht gemacht habe. Und wenn Sie wieder anrühren, sind sie grundlegend verwandelt. Die Probleme,
wie es in der Psychiatrie heißt, manche Probleme sind überwachsen, weil sie nicht mehr existieren. In ihnen selbst, in der Spiegelung zum Werk. Und manche Sachen werden plötzlich ganz neu. Etwas, was ihnen früher nie in der Weise von der Hand gegangen ist, ist plötzlich selbstverständlich, ohne dass man daran denkt. Und das war früher ein riesiges Problem. Und ich finde, das ist ja eigentlich das Schöne an der Entwicklung eines Menschen, dass man dadurch eben immer näher an die Dinge kommt. Und ich muss Ihnen ganz offen sagen, ich meine, in den Beethoven-Sinfonien, die ich seit vielleicht 40 Jahren immer und noch so oft gemacht habe, es ist jedes Mal eine neue Fundgrube von Erkenntnissen. Und eine der schweren Dinge, zum Beispiel den Übergang am Schluss von der 5. Beethoven in die Coda. Ich muss sagen, das ist mir ungefähr vor 2 Monaten einmal zum ersten Mal so gegangen, dass ich gesagt habe, jetzt verstehe ich den Sinn. Weil man etwas gesucht hat, was nicht drinnen war. Etwas, was jenseits schon der Instrumentationsmöglichkeit und der Klangmöglichkeit gewesen ist. Bei Bach ist es ganz auffallend. Bach, der ja kaum irgendwelche Vortragszeichen gibt, braucht man eben wahrscheinlich deswegen so lang, bis man weiß, was er wirklich gewollt, weil es in den Noten drinnen schon die Dynamik enthalten ist. Man muss sie nur finden und das geht am Anfang sehr schwer, weil man vielleicht eine viel zu willentliche Aussage an das Werk trägt und das wehrt sich dagegen. Das hat ein ganz normales Eigenleben und wenn man es nicht so atmen und leben lässt, dann verschließt es sich und sperrt sich gegen einen fremden Willen. Würde das bedeuten, dass große Dirigenten machen ja von bestimmten Werken Plattenaufnahmen etwa, wo es also festgehalten wird? Das würde doch bedeuten, dass praktisch in gewissen Zeiträumen, sagen wir alle 10 oder alle 15 Jahre, eigentlich der Dirigent es neu aufnehmen müsste. Ja, es ist längst überholt. Ja. Also ich meine, ich höre mir, wenn eine Aufnahme vorbei ist, höre ich sie mir ja nicht mehr an. Das ist wie der Verbrecher, der den Tatort flieht. Ich kann es ganz einfach nicht mehr hören. Weil ich würde, sagen wir nach 2 oder 3 Wochen, sie sind teilweise noch zu nahe verhaftet und auf der anderen Seite ist man weit weg davon. Und das kann man dann nicht hören, sonst dürfte man sie gar nicht herausgeben. Aber wenn ich jetzt neu mache, was ungefähr alle 5 bis 6 Jahre geschieht, dann höre ich mir das sehr wohl an und gehe das mit meinen Mitarbeitern durch und dann kommt es ihnen manchmal vor, dass sie nicht recht bei Sinnen bleiben, wie sie das damals gemacht haben. Nicht? Und das ist ja sehr gut, dass man das weiß und glaubt, es auf eine andere Weise besser hinbekommen zu können. Auf der anderen Seite erinnere ich mich an ein Gespräch, wo Sie gesagt haben, dass Sie Proben waren es wohl, sofort mit dem Rekorder kontrolliert haben. Ah ja, natürlich, aber da ist es ja einfach der akustische Ablauf. Ah, ja. Sie müssen bei manchen Dingen wissen, wie etwas klingt und wie die Balance in einem Klang ist. Das sollte man schon genau wissen. Nur nachher, einfach wenn das alles festgestellt ist, der Gesamtablauf in allem, das ist das, was eben sicher durch die Jahre immer wechselt. Und schauen Sie, ich glaube, das ist überhaupt irgendwo die Bewährungsprobe, was manche Kritiker immer veranlasst zu sagen, wir spielen immer das gleiche Repertoire. Ja, aber das gleiche Repertoire ist deswegen, weil es einfach die Werke sind, die so wertvoll sind und die einfach die Möglichkeit geben, mit der Zeit zu wachsen und sie aus einer anderen Seite heraus zu sehen. Das ist ja wahrscheinlich der Grund, warum die geblieben sind in einem Repertoire und so andere Werke sterben und sind nicht mehr eigentlich auf dem Programm zu sehen. Also ich glaube, man tut da der Sache sehr unrecht, wenn man sagt, wir kommen mit einem Musterkoffer von ein paar Repertoirestücken und kurbeln die alle wieder herunter. Erstens einmal muss man zuerst den Musterkoffer haben und ihn durch lange Proben errungen haben, aber das spielt keine Rolle. Tatsache ist, dass diese ganz großen Meisterwerke ja auch für wahrscheinlich sehr, sehr lange Zeit ihren gültigen Wert behalten können. Das ist wie alle Dokumente der Schauspielkunst oder so, weil sie ja zwar eine historische Tatsache feststellen, aber an dieser Tatsache einen allgemein gültigen menschlichen Wert. Und sehen Sie, die menschliche Aussage ist ja das, was allein zum Schluss maßgebend ist. Die menschliche Aussage über die Werte, die wir glauben, wahrscheinlich ewig und gültig sind und die darin in den besonders großen Werken ihren Niederschlag finden.